So. Dann mal mein neues Pet hier ausprobieren, oder? Wer es vorher noch nicht mitbekommen hat. Ich habe ein neues perfektes Pet in meine Reihen aufgenommen. In meinen Streichezoo. Leider hässlich wie die Nacht lang. Königskrabbeln blau. Ich glaube, das ist der hässlichste Pet-Skin im ganzen Game. Ain't gonna lie. Aber 500 Attack Damage. Das alte Pet hatte, glaube ich, 345 oder so. Ist für den Preis echt beschissen. Also Preis-Leistung von perfekten Pets ist so fucking garbage. Das ist wirklich krank. Also wirklich insane schlecht. Und wieso wird meine M von jedem... Jeder Agro geht auf meine M gerade. Jesus. Also Preis-Leistung von perfekten Pets ist echt Trash. Gerade steht auch einer auf Channel 2. Also nur... keine Ahnung, ob das ein gutes Angebot ist. Ich sag nicht, dass es ein gutes Angebot ist. Müsste man natürlich Preise vergleichen. Aber gerade steht auch einer auf Channel 2 mit irgendwie 5300 HP-Pet. Hat sogar einen coolen Skin. Für irgendwie 2 Milliarden, 2,3 Milliarden oder sowas. Und ein Quanto costo eso? 9,5 Milliardos Fritas. So. 9,5 Milliardos Fritas habe ich gezahlt. War mir tatsächlich egal. Das ist eigentlich zu teuer, weil es ein ATK-Pad ist, das kein Mensch haben will, außer mir wahrscheinlich. Aber ich sage mal so, hat jetzt da auch keine große Lust zu fahren in TBH. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt nicht viele perfekte ATK-Pads. Also erstmal ein zweites zu finden oder ein anderes zu finden, das du vielleicht günstiger kriegen würdest, würde ewig dauern. Und außerdem selber machen ist immer noch viel teurer. Also ist immer noch viel günstiger, das so zu kaufen. Und ich meine, die 500 Mio mehr oder weniger, also um die du es vielleicht noch hättest runterhandeln können, machen dann das Kraut auch nicht mehr wirklich fett, weil was ich gerade sagen wollte, ist wirklich Preis-Leistung. Wie gesagt, du kriegst zum Beispiel 5000, du kriegst wahrscheinlich sogar ein 6000 HP-Pad für unter 4 Milliarden und für ein 7100, also ein perfektes HP-Pad, zahlst du 9. Und wenn du richtig viel Glück hast, vielleicht 8, 8,5. Aber eher 9, sowas in dem Dreh. Und das ist halt geisteskrank. Also du zahlst eigentlich das Doppelte für 1000 HP mehr. Oder auch bei Crit Damage. Du kriegst 33, 32 Crit Damage oder knapp über 30 Crit Damage kriegst du locker für 2 Milliarden, 2,5 Milliarden, whatever, je nach Skin und so weiter. Und für 12% mehr oder manchmal sogar nur 10% mehr zahlst du das Dreifache oder Vierfache sogar. Für 10% mehr. Also Preis-Leistung von perfekten Pets ist so oder so ultra garbage. Aber in meinem Fall ist es noch viel schlimmer tatsächlich, weil das ATK-Pad, was ich gekauft habe, ehrlich gesagt war ich sogar viel zu günstig. I guess. Da hat Boyd eigentlich einen ganz guten Preis gehabt. Ich habe sie mir einfach aus dem Shop rausgekauft für, ich glaube, 340 Mio oder sowas war das. Also auf jeden Fall unter 400. Und es hatte 345 ATK. Und das hat jetzt 500 und ist perfekt. Ja. Das heißt, ich habe jetzt für 155 ATK das 20-fache gezahlt. Oder mehr als das 20-fache. Für ein... Was ist das? 50%? Ja, 40, 45% besseres Pad. Habe ich das 25-fache gezahlt. Das ist schon geisteskrank. Deswegen, falls ihr euch ein Pad kauft, kauft euch auf jeden Fall kein perfektes. Kauft euch ein semi-perfektes. Also bei Crit Damage wäre das so 30 bis 35, höchstens 38. Aber 38 ist dann schon auch eher so im 4 Milliarden Bereich. Oder sogar 5. Ja, also eher so knapp über 30. Bei HP wäre das so 5000 aufwärts. 5, aber unter 6. Ab 6 wird es auch eher teurer wieder. Crit-Rate weiß ich gar nicht. Crit-Rate ist relativ günstig tatsächlich. Das ist so das Pad, was eigentlich keiner wirklich langfristig haben will. Ja, also sag mal, HP und Crit-Damage sind die jeder will. Int braucht eigentlich nur Ringmaster. Wenn man eine Waterbomb-Waffe hat, wie gesagt, nimmt man eigentlich ein ATK-Pad, weil das den Waterbomb-Schaden stärker erhöht als das Int-Pad. Und wenn man eine Waterbomb-Waffe hat, kommt ja viel vom Damage durch Waterbomb. Also will man ja das pushen.
Und, ja. Also, Pets, super gute Investition. Eine der besten Investitionen überhaupt. Aber keine perfekten Pets. Das ist eine der schlechtesten Investitionen überhaupt. Vor allem wird es historisch bedingt immer mehr perfekte Pets geben. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das nächste perfekte Pet gecraftet wird von irgendjemandem. Also es wird immer mehr davon geben, über die Jahre. Ich meine jetzt nicht einfach so, dass perfekte Pets entstehen wahrscheinlich 1 im Monat oder 2 im Monat vielleicht oder so. Also so ultra häufig sollten, außer jemand schwitzt gerade komplett drauf. Aber jemand müsste da schon wirklich heftig viel Geld investieren, um einfach mal so eins zu erzwingen. Also durchschnittlich wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige pro Monat. Aber trotzdem werden es immer mehr langfristig. Also die Value wird eher runtergehen. Und generell gute Pets wird es auch immer mehr geben. Langfristig. Also... Was sind so die Price Range von einem Crit-Rate-Pet? Also ich glaube, ich habe letztens eins gesehen mit 28%, lass mich nicht lügen, für 2,5 Milliarden. Ein perfektes hätte 31. Richtiger 31er. Sorry. Yeah. Irgendwie hatte ich kein Cheer mehr, oder ich habe es übersehen. Also sehr gute Crit-Rate-Pets wäre so 25 plus. Und ja, eigentlich so im 2-Milliarden-Bereich. Für den kleinen Geldbeutel reicht aber auch schon 10 Crit-Rate, ist ja vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, wie viel Geld du hast. Du kannst dir für egal wie viel Geld du hast, kannst du dir ein Pet kaufen, das dir was bringt. Selbst wenn du nur 5 Mio hast, dann kaufst du dir halt einen F-Angel, der gibt dann 1% Crit-Rate. Oder einen E-Angel mit 2% Crit-Rate. Ist schon besser als nichts. Also man sollte eigentlich immer ein Pet haben. Es gibt eigentlich keine Situation, in der du kein Pet haben solltest.